Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien ab jetzt wieder besser als Rohstoffaktien. Disclaimer. Goldaktien ab jetzt wieder besser als Rohstoffaktien. Ein hochqualifizierter Analyst zeigt uns diesen Chart, indem er den GLX mit dem hochlastigen TSX Rohstoffbörse vergleicht. Also die TSX Toronto Stock Exchange ist stark rohstofflastig, also das GDX TSX Ratio. Der GDX steht aktuell vor einem Mega-Ausbruch, nach einem tiefen Backtest auf die blaue Linie, die auch noch auf den Rand des aufsteigenden Bogen trifft. Es bleibt also weiterhin dabei, dass wir aktuell günstige Einstiegskurse sehen, die kurz vor der nächsten Anstiegswelle stehen. Meines Erachtens wird dieser Anstieg viel größer sein als der von 2016 oder 2020, weil die Penny-Aktien dieses Mal erstmal wieder in den Dollarbereich steigen sollten. Da Junior-Goldaktien derzeit auch sehr niedrige Kurse erreicht haben, ist natürlich auch das Abwärtsrisiko deutlich begrenzt und sollte zum Einstieg genutzt werden. Auch wenn man nicht weiß, wann der Ausbruch beginnt, sollte man bereits investiert sein, um dabei zu sein, bevor er startet. Das ist einfach so. Die Indizes, gerade bei Goldaktien, sind, sage ich mal, so tief, die haben im Grunde genommen keine Fallhöhe. Das ist das Gute an dieser Geschichte. Erinnern Sie sich an die Finanzkrise. Dort sind die Goldaktien enorm eingebrochen. Da war eben eine Fallhöhe, da waren die hoch bewertet. Dieses Phänomen haben wir aktuell nicht. Ähm, Hier wird, wie gesagt, nochmal der Goldaktienindex GDX mit dem Toronto Stock Exchange, also den normalen allgemeinen kanadischen Rohstoffbörsenindex oder Börsennotierung verglichen. Und das schwankt eben auch stark. Immer mal sind Goldaktien besser, mal eher Rohstoffaktien. Und dieser Analyst zeigt eben einfach an, dass wir an einem Wendepunkt für Goldaktien stehen. Goldaktien dürften jetzt allgemein Rohstoffaktien outperformen. Und ich meine, es gibt eben auch andere Phasen, wie welche 2021 eben bis jetzt waren Rohstoffaktien im Grunde genommen besser. Jetzt schwenkt das wieder zu Goldaktien. So sieht es jedenfalls dieser Analyst. Und ich denke auch, wir sind so tief und die Versuche, die Leute jetzt auch noch von diesem Markt abzuhalten, rauszuschmeißen, für Anschlussverkäufe zu erreichen. Man merkt der Kampf, dass das ein Wendepunkt ist. Und das drückt eben auch hier dieser Analyst aus, hier mit diesem grünen Punkt und mit dem blauen Punkt hier, der eben auch auf diese Linie, diese Aufwärtslinie, diese gelbe Aufwärtslinie trifft. Ja, hier geht es um einen angehenden Kupfer-Gold-Zink-Produzent, Focus Ecuador. Marktkapitalisierung 62 Millionen kanadische Dollar, hohes Risiko, wie alle Projekte eigentlich in Südamerika. Deren Flagship bzw. Primärprojekt ist das Projekt El Domo. Das ist 20 Kilometer von der Panamerika, 3 Stunden Fahrt entfernt und von der großen Hafenschaft Guayaquil entfernt. Das ist im Wesentlichen ein Kupferproduzent hier auf diesem El Domo-Projekt und deren Bergbaugenehmigungen sind für 25 Jahre erteilt, was eben sehr gut ist. Natürlich eben auch gerade die Politik, dass das schon geregelt ist. Sie haben Mediumgrad im Wesentlichen Kupfer, Zink, Blei und eben auch Gold mit 3,3 Gramm pro Tonne, was gut ist. Wie gesagt, die haben circa, das ist jetzt hier in diesem Potentialfaktor nicht eingerechnet worden, circa 1 Milliarde Lips Kupfer und eben auch noch sehr viel Zink und Blei, wo der Hauptfokus ist. Wir nutzen hier im Potentialfaktor nur Gold und Silber und vergleichen das mit der Marktkapitalisierung. Das kann dann am Ende dazu führen, dass dieser Wert vom 34, also diese Aktie des 34-facher steigt, unter Umständen sogar höher steigt, weil eben ihre primäre Assets nicht eingerechnet sind. Ja, die haben also auf diesem El Domo-Projekt, das ist das einzige, wo Ressourcen angegeben werden und da wird ja auch geplant zu produziert,
zu produzieren, 2 Millionen Unzen Gold, eben mit 3 Gramm pro Tonne und 37 Millionen Unzen Silber und eine Produktion von circa 50.000 Unzen pro Jahr. Ähm, Das ist das, was jetzt im Potentialfaktor ist. Zusätzlich dazu haben Sie hier noch das Curry-Pamba-Projekt mit 215 Quadratkilometer sehr groß. Das Ganze ist 4,5 Kilometer südwestlich der Lagerstätte El Domo entfernt. Und es ist eben ein Gebiet mit erheblichem Explorationspotenzial, mit 1,77% Kupfer und mit Gold 1,46 Gramm pro Tonne, Zink 7,4% und Silber. Wie gesagt, das ist noch überhaupt nicht hier ähm, berücksichtigt worden im Potenzialfaktor. Das heißt, es ist auch noch zusätzliches Upside. Und das könnte eben auch sein, dass die Aktie dann einen Boom auch noch weiter hochbringt. Schauen wir uns das Chart an. Die hat schwer erwischt, die Aktie. Ähm, Ist im Prinzip komplett kollabiert, hat aber meines Erachtens den Boden gefunden. Sie sehen das auch, das ist ein bisschen klein, Sie sehen das auch bei dem letzten Ausbruch, als der letzte Goldausbruch die Goldaktien bessere Stimmung hatten, ist das Unternehmen massiv aufgebrochen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen zurück. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass beim nächsten Ausbruch diese Aktie überproportional reagiert. Wie gesagt, es sind total interessante Assets. Sie haben eben die Bergbaugenehmigung, haben die. Deswegen dürfen sie politisch auch in Ecuador hoffentlich klarkommen. Sie haben noch riesiges Explorationspotenzial hier in Curipamba und es gibt auch noch zwei weitere Projekte. Das Pili, 3264 Hektar, sind 3 Konzessionen in der westlichen Provinz Azuay. Der Bezirk ist aussichtsreich für massive Kupferperipherien, wie das nahegelegene Coucher-Projekt, das derzeit eine Machbarkeitsstudie unterzogen wird. Southern Copper ist da aktiv. Bauergebnis gibt es mit 140 mit 0,3% Kupferäquivalent und auch 19 Meter mit 3,6% Kupferäquivalent. Ja, und dann haben die auch noch ein neues Porphyry-Ziel, das Pato ist bohrbereit. Dann auch noch das Santiago-Projekt, das ein Konzessionsgebiet in der Provinz Loja ist und dort angrenzend agiert dort Newcrest Cornerstone Joint Venture. Also alles interessant, sehr interessante Gebiete. Nur ein kleiner Teil ist eingepreist in den Potenzialfaktor, könnte in meinem Gold, Silber und eben auch im allgemeinen Rohstoffboom überproportional profitieren. Ist natürlich trotzdem allein schon wegen Äquator hohes Risiko und auch keine Kaufempfehlung an der Stelle. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Das ist das, worauf wir hoffen im Grunde genommen, dass von diesen extrem niedrigen Bewertungen, die absurd niedrig sind, die meiner Meinung nach künstlich erzeugt worden sind aus irgendwelchen Gründen, um zum einen die Leute abzuhalten, in diesen Bereich zu investieren und zum anderen selbst große Insider-Profite ab irgendeinem Punkt zu machen. Who knows? Jedenfalls damals gab es bei der Anpassung an Gold, bei der letzten großen Goldrallye eben auch diese verrückten Bewegungen. Das ist was von das 100, 200, 300, 400-fache gestiegen. Das heißt, aus 1.000 Dollar konnte man 100, 200.000, 300.000 machen. Ja, und wenn das nur in Ansätzen so kommt, ist das eigentlich unser Ziel. Und das kann eben erreicht werden. Gold muss nur etwas steigen. Und dann setzt dieser Hebel bei Gold- und Silberaktien massiv ein. Also Gold muss vielleicht auf 2.300 steigen. Und viele Minenaktien machen sich von 10, 20 Cent Richtung 1 Dollar, 2, 3 Dollar, wie auch immer, wenn es zu einer wirklich euphorischen Phase kommt, vielleicht im Schnitt auch irgendwo zwischen 5 und 10. Ich meine, dieser Typus, der jetzt so zwischen 10 und 30 Cent kostet. Natürlich die höheren, dann dementsprechend nicht so. Aber trotzdem, das ist die ganz große Chance. Die gab es in der Vergangenheit und wir hoffen, dass das jetzt bevorsteht. Ja, was kann man tun? Man kauft eben diese Penny Stocks mit sehr großen Ressourcen idealerweise. Und das ist ja hier das Beispiel, das ich immer verwende. Das wird jedes Mal, das ist ja Max Resources. Und jetzt in diesem schlechten Umfeld ist zum Beispiel diese Max Resources ja ein Projektgenerator für Kupfer, Silber und Gold in Peru und Kolumbien. Ähm, Ist
ursprünglich hier vom November 21 erstmal auf 80 Cent gestiegen, dann mit der Korrektur runtergegangen auf 30 Cent. Scheint sich aber auch in diesem Umfeld jetzt ungefähr bei 40 Cent, ich glaube heute was 38 zu halten. Das heißt, wenn es jetzt zum zunehmenden Gold- und Silberboom kommt, kann die sehr schnell ihr altes Hoch erreichen bei 80 Cent und vielleicht auch $1 erreichen, wenn dann der Boom weitergeht, dementsprechend. Das ist das Attraktive, das ist auch nur Beispielsaktien, wiederum keine Kaufempfehlung, einfach nur dient als Beispiel, zu was diese Aktien unter Umständen fähig sind. Einmal diese historischen Beispiele und einmal noch das aktuelle Beispiel. Aber natürlich ist das Risiko einfach enorm hoch, weil mit diesen Minen kann schlicht und einfach alles passieren. Deswegen muss man verteilen, das gut genau beobachten und gut performende Aktien weiter akkumulieren und dann, dass man möglichst viele gute dann im Portfolio sozusagen hat. 1000-Bäcker-Report. Wir versuchen eben genau diese Aktien zu identifizieren, sortieren sie nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Ähm, ja, eine Exit-Strategie ist auch vorhanden, also dass Sie wissen, was Sie investieren können, wenn der Boom vorbei ist. Gerne erstelle ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles unten im Video verlinkt. Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft, also die sind jederzeit an Gold und Silber gekommen, sehr preisgünstig, kann im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert werden, jederzeit liquidierbar, keine Mindestinvestitionssumme, sicherlich mal ein Unternehmen, das man sich mal anschauen sollte. Gold.de, ja, ist einfach ein Vergleichsportal, bevor Sie überhaupt physische Käufe tätigen, einfach mal Vergleichsportal erstmal auschecken. Nützliche Informationen, Kontakt. Ja, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz oder Liechtenstein einlagern. Ähm, ja, Goldaktienindex, lange Charts, Uran-Charts, Interviews und Videos von Experten wie Uwe Bergold, internationale Diskussionsportale zu Goldaktien sind beigefügt, CEO, CA. Generell hier meine Kontaktdaten, wenn Sie generell Fragen, Rückfragen, Zustellungsprobleme, Anregungen, wie auch immer haben, bitte kontaktieren Sie mich einfach, rufen Sie mich an. Sobald es mir möglich ist, kann ich Sie zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben und Ihnen natürlich das Video soweit zugesagt haben. Vielleicht auch die Glocke abonnieren, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.